Hallo meine Süßen, willkommen zurück zu einem neuen Schminktutorial. Hihihi. Wer hätte das gedacht, dass es auf diesem Kanal jemals so etwas geben wird. Ist tatsächlich ein Schminktutorial, wie kann ich das Gesicht irgendwie bearbeiten, dass es maskuliner oder männlicher rüberkommt, aber jetzt ganz ernsthaft nicht so wirklich praktikabel für den Alltag, eher ein bisschen was zum Spaß machen oder zum Ausprobieren oder vielleicht wenn ihr mal ein Fotoshooting habt oder wenn ihr in Drag gehen wollt oder wenn ihr Cosplay macht oder sowas ein bisschen zum Rumprobieren. Das Gesicht lasse ich am Anfang erstmal komplett unbearbeitet, also keine Foundation oder irgendetwas, was die Haut ebenmäßiger erscheinen lassen würde, weil das ist etwas, das machen Frauen und das sieht gemacht und unnatürlich aus und das wollen wir überhaupt gar nicht, sondern das ist genau das Gegenteil. Deswegen pudere ich einfach nur ein bisschen mit Transparentpuder ab. Dann ansonsten lasse ich mein Gesicht rein und unberührt. Erste Amtshandlung bei mir ist immer erstmal das Lippenrot, weil das bei mir viel zu intensiv und zu dunkel aussieht. Frauen schminken sich ihre Lippen rot und bei Typen soll deswegen genau das Gegenteil passieren. Deswegen werde ich das ein klein wenig blasser schminken. Dafür nehme ich so Concealer, das ist nichts anderes als Foundation in so kleineren Spendern, die man sich eigentlich unter die Augen macht, damit die Augenringe nicht so stark und intensiv aussehen. Und damit wird das Ganze ein bisschen blasser. Nicht komplett Hautfarben, weil sonst sieht es aus wie der Tod, sondern nur so ein bisschen blasser. Als nächstes kümmere ich mich mal um die Augenbrauen. Die Frauen schminken sich die Augenbrauen ja immer sehr geschwungen und mit großem Abstand zu den Augen. Bei Typen ist genau das Gegenteil der Fall. Da stehen die Augenbrauen dichter zusammen. Sie sind gerader und näher zum Auge, also tiefer. Und deswegen schminke ich mir das auch. Da gibt es extra so Augenbrauen-Kits. Da habe ich so einen kleinen Pinsel, der hat am Ende so eine lustige Bürste, sieht aus wie bei der Mascara. Und damit bürste ich mir meine Augenbrauen zunächst nach unten, damit die eben optisch auch ein bisschen näher an das Auge rankommen, also ein bisschen nach unten rutschen. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann so einen kleinen Pinsel, damit nehme ich dann Augenbrauenpuder auf. Und dieses Augenbrauenpuder ist halt ein recht natürlicher Ton, deswegen nehme ich das ganz gern. Und damit male ich jetzt wirklich aber dezent nur so ein bisschen das Zentrum der Augenbrauen aus. Nach außen blende ich es, also mache es wirklich nur ganz sanft. Und in der Mitte lasse ich die Augenbrauen ein bisschen stärker zusammenkommen, damit die optisch zusammenrücken. So, aber ihr seht, ich habe keinerlei Schwung reingeschminkt oder sowas, es sind einfach nur 2 gerade Balken in meinem Gesicht. Als nächstes geht es um einen relativ interessanten Bestandteil des Schminkens, nämlich das Modellieren mit Farben. Man kann nämlich mit Farben das Gesicht so einschmieren, dass es anders aussieht, einfach nur weil helle Dinge nach vorne treten und sich ausbreiten und dunkel geschminkte Partien eher kleiner wirken oder sich zusammenziehen. Und deswegen werde ich jetzt bestimmte Partien meines Gesichtes dunkler oder eben auch heller schminken. Da habe ich als erstes so einen Ton, der eigentlich etwas zu dunkel ist für meine eigentliche Hautfarbe. Und dafür nehme ich mir jetzt als erstes unter der Augenbraue dieses kleine Dreieck zwischen dem Innenwinkel des Auges und der Nase. Dieses kleine Dreieck, das werde ich jetzt erstmal ein bisschen dunkler ausmalen und ihr werdet gleich sehen, dass ich dann damit da einen Schatten hinlege, wo vorher keiner war oder wo vielleicht vorher schon welcher war, aber der wird jetzt noch betont und damit wird die ganze Augenbraue optisch nach unten gezogen und dieser Teil wirkt einfach schattiger und alles drumherum kommt stärker hervor und dieser Teil rückt zurück. Wisst ihr? Naja, es wirkt dadurch jedenfalls tiefer in das Gesicht zurückgedrängt und damit auch markanter. Als nächstes kümmere ich mich um die Augenpartie selbst. Dann nehme ich einen etwas schmaleren Pinsel und bringe wieder diese etwas dunklere Farbe direkt unter das Auge. Und das erzeugt so einen, ich würde mal sagen, so einen Hangover-Augeneffekt. Nichts wirklich Männliches, aber das ist etwas, wenn eine Frau solche Augen hätte, würde sie das auf jeden Fall mit Concealer übermalen und ein Typ würde das einfach so lassen, wie es ist. Deswegen proklamiere ich das jetzt einfach mal als männlich. Edge. Als nächstes geht es um die Stirn und um die Schläfenregion. Da möchte ich nämlich wieder modellieren und zwar die Augenbrauenwulst. Wenn man sich die mal von der Seite anschaut, dann geht die Stirn ja da so lang, dann geht es dann so ein Stückchen weit rein und dann kommt die Augenbraue in so einer Art Wulst hervor. Und diese Augenbrauenwulst, die möchte ich, dass die stärker nach vorne kommt und das da drüber soll noch weiter in den Kopf rein. Das heißt, haben wir ja gerade gelernt, da wo ich möchte, dass es stärker reingeht, trage ich jetzt dunkle Farbe auf und zwar in so Form von wie so einem langgezogenen C um die Augenbraue drumherum. Und da erzeuge ich wieder Schatten und dieser Schatten sorgt dafür, dass dieser Teil so aussieht, als würde er stärker im Kopf drin stecken, als er tatsächlich ist, also als würde er tiefer liegen. Und damit betone ich besagte Augenbrauenwulst.
Das ist ein typisch männliches Feature. Dieses Dunkelmaskieren von Teilen, damit sie zurücktreten optisch, nennt man übrigens Konturieren und es gibt dazu auch einen Konterpart, nämlich das Highlighten. Da tue ich genau das Gegenteil. Ich nehme nämlich eine Farbe, die eigentlich für mein Gesicht ein bisschen zu hell ist und tue sie auf Stellen, die ich optisch hervorheben möchte, von denen ich will, dass sie stärker nach vorne treten oder dass sie sich ausbreiten. Deswegen nehme ich jetzt sowas Helles, nehme meinen Finger, weil das muss volle Kanne richtig hell werden. Pinsel nutzt da nichts und tue sie eben jetzt direkt über die Augenbraue diese helle Farbe drauf. Und damit wird diese Augenbrauenwulst nochmal stärker betont. Ich hoffe, das sieht man. Jetzt kommt das nämlich stärker hervor. Weiter geht es zu den Schläfen. Da möchte ich einen harten Schatten erzeugen, da direkt wo die Augenbrauenwulst ist. Weil, ich sage zwar, das ganze Tutorial hier ist nicht wirklich ernst gemeint, aber die Grundsätze, woran ich mich orientiere, sind gar nicht so weit hergeholt. Ich habe ja schon mal von Fettumverteilung gesprochen und davon, dass aus dem Gesicht das Unterhautfettgewebe sich verflüchtigt und das erzeugt eben so einen Effekt, dass das Gesicht etwas verhärmter und markanter und eben so härter aussieht. Und genau diese harten Schatten, die möchte ich eben hier modellieren mit so einem recht harten Schatten, den ich oben gerade ansetze und nach unten ausblende, also nach unten ausstreiche. Und damit sieht das dann so aus, als ob meine Stirn nur von ganz wenig Haut und von keinerlei Fett eingerahmt ist. Und das sieht dann männlich aus. Diesen Satz muss ich mir schützen. Und das sieht dann männlich aus. Als nächstes nochmal zwischen die Augenbrauen. Da gibt es nämlich, wenn man sich das Gesichtsskelett anguckt, 2 Punkte, die auch nochmal so an den Augenbrauenwülsten dranhängen und die nochmal so ein Stückchen nach vorn gehen und die sich auch unter der Haut erfühlen lassen, wenn ihr da mal drüber fühlt. Und die möchte ich auch nochmal hervorheben, wieder mit einem Highlight, also mit einer helleren Farbe. Und dazwischen, da wo die Zornesfalte liegt, um diese beiden hervortretenden Punkte zu betonen, mache ich ein bisschen Schatten dazwischen wieder mit einem schmalen Pinsel und dieser dunkleren Farbe. Offenbar habe ich ein bisschen zu viel Farbe erwischt, das war jetzt nicht gewollt. Schnell ausblenden. Aber im Prinzip da wo die Zornesfalte auch liegt, dort werde ich noch ein bisschen Schatten reinmachen. Und wo ich einmal dabei bin, kann ich auch gleich die Nasenwurzeln ein bisschen dunkler machen, weil dann sieht die Nasenwurzel aus, als würde sie stärker zurückgehen und die Nasenspitze selbst springt dann davon deutlicher hervor und sieht markanter und mehr nach Nase aus. Zum Schluss optional noch von diesen beiden Punkten, die ich eben hervorgehoben habe, kann man jetzt noch so V-förmig 2 Linien zur Stirn hochmalen und die auch mit Highlight betonen, damit die hervortreten. Einfach nur, weil das ist einfach, so ist der Schädel geformt, der Schädelknochen. Und ich hebe das hervor und dann sieht das einfach so aus, als hätte ich überhaupt gar kein Fett in meiner Haut oder unter meiner Haut. Und das wäre ganz dünn alles nur und sehr verhärmt, könnte man sagen. Aber das ist eben auch die reale Körperfettverteilung von Männern und Frauen. Damit haben wir den Stirn- und Augenbereich abgeschlossen. Weiter geht es mit der Wange. Wenn Frauen sich ihr Gesicht schminken und da die Wangen konturieren wollen, machen die meistens so ein lächelndes Gesicht und da, wo die Apfelbäckchen reingehen, machen sie meistens so eine C-Form hinein. Bei mir ist das genau das Gegenteil. Ich mache so ein umgekehrtes C und lasse das Gesicht dabei völlig relaxed. Und der Hintergrund dazu ist, dass ich wieder nur versuche, die reale Struktur des Skelettes nachzuzeichnen. Und das Skelett hat nun mal bei den Wangenknochen so einen Schatten unten drunter und vorn, wo dann der Mund lang geht, dort gehen dann eben auch die Zähne und der Unterkiefer nach unten und diese Form male ich einfach nach. Damit sieht das ganze Gesicht zwar ein bisschen eingefallen aus, aber wie gesagt, der Fettanteil im Unterhautfettgewebe bei Männern ist im Gesicht halt nicht so hoch und damit darf das auch gern verhärmt und eingefallen aussehen. Das ist sozusagen gewollt. Im Gegenzug dazu, der Kieferknochen ist ja eher ausgeprägt bei Männern und soll ruhig gerne noch betont werden, weil breiter Kieferknochen sieht halt umso männlicher aus. Aha. Deswegen werden genau diese Kieferknochen nochmal mit Highlight, also mit heller Farbe betont. Dann gehen die optisch stärker nach draußen und sehen einfach auffälliger aus. Der Bereich unter dem Kinn hingegen, der wird dunkel schattiert, also konturiert, damit das Kinn, also alles im Gesicht, stärker hervortritt und das, wo der Halsansatz dann beginnt, das darf ruhig zurücktreten, damit der Schatten dort stärker aussieht und das gesamte Gesicht einfach sich stärker vom Hals abhebt und das irgendwie härter aussieht und
Hart ist ja, wie gesagt, männlich. Und wenn wir einmal dabei sind, können wir den Schatten links und rechts, wo die Schlagadern runtergehen, auch gleich noch ein Stückchen in den Hals runterziehen und mit runter verblenden. Damit wird der Kehlkopf, der dazwischen liegt, gleich noch ein bisschen stärker hervorgehoben. Und wo wir gerade von Kehlkopf sprechen, den können wir auch noch optisch ein bisschen hervorheben. Sucht da einfach unter der Haut, wo der Kehlkopf, also der vorderste Punkt, tatsächlich liegt und geht da ein kleines Stückchen drunter. Und diesen Teil, da macht ihr so ein V und schattiert diesen Teil, dieses V, unterhalb des Kehlkopfes. Und hingegen den Kehlkopf selbst, da wo ihr das vorderste Stück vom Kehlkopf gefühlt habt, das wird natürlich hervorgehoben, indem ihr da ein Highlight draufsetzt mit heller Farbe. Das Ganze noch ein bisschen ausblenden, damit es natürlicher aussieht. So, damit ist der Hals doch auch schon ganz okay. Als nächstes kümmern wir uns nochmal um die Nase. Die soll ein bisschen stärker hervortreten, also ich habe ja eh schon so einen Zinken, aber der darf ruhig noch zinkiger aussehen. Das heißt, oben auf dem Nasenrücken mache ich wieder ein Highlight, weil das soll ja hervortreten, das soll ja markanter und stärker hervorkommen. Und die Nasenseiten hingegen werden wieder dunkler mit dunkler Farbe konturiert. Eine Kamera scheint das irgendwie alles wegzuretuschieren, das sieht dann echt viel besser aus. Als nächstes kümmere ich mich noch um den Kinnbereich. Da mache ich erstmal den Schatten unter die Unterlippe. Das ist einfach der Schatten, den die Unterlippe selbst auf das Gesicht wirft. Und dann ziehe ich diesen Schatten nach links und rechts so nach unten, um das Kinn stärker hervorzuheben. Wenn alles drumherum dunkler ist, dann wirkt natürlich das Kinn so, als würde es stärker hervorspringen. Ist irgendwie auch klar. Und wer möchte, kann sich auch noch so ein leichtes gespaltenes Kinn reinmalen. Das sieht immer ganz neckig aus und ist auch etwas, was man bei Cis-Frauen so gut wie gar nicht beobachten kann. Und da das Kinn natürlich stärker hervortreten soll, wird es nochmal gehighlightet mit einer helleren Farbe. Klar. Dann noch eine letzte Sache, nämlich um den Mund herum. Da gibt es ja so einen Muskel, den man stark anspannt, wenn man das Gesicht, wenn man breit grinst. Dann gibt es so einen Muskel um den Mundwinkel drumherum. Und wenn ich den stärker hervorhebe, sieht das auch eher männlicher aus, als würde keinerlei Fettgewebe die Sicht zu diesem Muskel versperren. Dafür nehme ich als allererstes einen schmalen Pinsel und mache so einen kleinen runden Kreis direkt in den Mundwinkel hinein. Damit sieht der Mundwinkel so aus, als würde er ein klein wenig stärker zurücktreten, weil sich alles drumherum so hervordrängt und so hervorwölbt. Und den Bereich drumherum, den mache ich wieder mit Highlight ein bisschen heller. Weil das ist dann der Muskel, der dann eigentlich so stark hervortreten soll. Und wer möchte, kann optional noch diese kleine Falte da unter der Nase zur Oberlippe hervorheben. Hab vergessen, wie die heißt. Das war's soweit eigentlich. Was ultramännlich aussieht, ist natürlich immer ein Bart. Aber sich den Bart selbst zu schminken, davon rate ich dringend ab, weil es immer aussieht, als hätte man sich halt einen Bart angemalt. Was man aber stattdessen machen kann, ist, sich einen Bartschatten zu malen. Also wie das aussieht, wenn das Gesicht zwar frisch rasiert und glatt ist, aber eben die Barthaare unter der Haut noch so ein bisschen hervorgucken. Vor allem an den Koteletten, so am Kinn entlang und da so an der Mustache Area. Wie heißt das? Schnurrbart. Aber da muss man vorsichtig sein. Ja. Macht das nicht zu dunkel, sondern nehmt euch eine Farbe, die ein bisschen so gräulich aussieht, vielleicht so ein bisschen schmutzig oder vielleicht sich an eurer Haarfarbe tendiert, wenn ihr dunklere Haare habt. Ich nehme hier mal so ein anthrazitfarbenes Zeug und dann geht damit vorsichtig rum. Man sieht das echt gar nicht auf dieser blöden Kamera. Die retuschiert das alles weg. So was Beschissenes. Weil ich aus irgendeinem Grund so rote Wangen gekriegt habe, vielleicht von der Heizung oder sowas, mache ich mir da noch ein bisschen normale hautfarbene Lidschatten drüber. Das ist aber jetzt gerade nichts, was zum Tutorial dazu gehört. Ich versuche einfach nur möglichst wenig rosa Bäckchen zu haben, weil das schon wieder unmännlich aussieht. Ja, weil Männer haben keine roten Bäckchen. Eigentlich sehe ich eher aus, als hätte ich mich im Dreck gewälzt. Vielleicht ist das eher das beste Tutorial, was man sich vorstellen kann. Einfach einen Tag auf der Baustelle verbringen und dann sich im Dreck wälzen. Und das sieht dann schon männlich genug aus. Naja, irgendwie so. Ich habe jedenfalls mein Bestes gegeben. Vielleicht sieht es ein bisschen männlicher aus als vorher. Ich weiß nicht so genau, die Kamera hat irgendwie vieles geschluckt an Farbe, was ich mir da auf das Gesicht geschmiert habe. Aber so oder so ähnlich war es gedacht. Weiß nicht, ihr könnt das ja mal ausprobieren. Den Wäschehaufen im Hintergrund bitte geflissentlich ignorieren. Dann, ja, erzählt mir,
ob ihr das Tutorial schon mal benutzt habt für irgendwelche Zwecke und ob ihr da wirklich männlicher aussieht oder einfach nur schmutziger. Jo. Ach ja, was ihr noch nicht vergessen dürft, ist, ihr dürft auf jeden Fall nicht lächeln, ne? Weil wir wissen ja, dass Männer nicht lächeln. Deswegen guckt auf jeden Fall super ernst und super cool und super chillig und dann wünsche ich euch ganz entspannte männliche Grüße. Euer Kater Schnurz.